Jetzt sind wir bei der Kabine 11242 angekommen und man öffnet die Kabine natürlich wie immer mit deiner Karte. Auffällig ist, dass der Gang sehr schmal ist und wir haben nur Balkonkabinen, die von diesem Gang abgehen. Und für die Innenkabinen gibt es spezielle Gänge, wo nur die Innenkabinen von abgehen. Zu diesen kommt man auch vom Aufzug direkt hin. Von den Aufzügen geht es gleich immer in die Mittelgänge für die Innenkabinen. Was auffällt ist, die Kabine ist doch etwas schmaler wie üblich. Die Karte hat natürlich nicht das Loch, was bei den deutschen Schiffen ist, sondern wir mussten eine Folie kaufen, die man dann immer öffnen muss, um die Karte rauszuholen, hier reinzustecken, sodass die Elektrik funktioniert. Diese Licht- und Steckdosen funktionieren nur, wenn die Karte drin ist. Wenn man abends in die Kabine kommt und es ist dunkel, dann sieht man erstmal nichts. Hier ist direkt das Badezimmer. Das groß ist und sehr geräumig. Man hat richtig Platz hier und man hat eine schöne Duschkabine. In der Duschkabine ist auch hier oben wieder so eine Leine, wo man halt auch die Badesachen aufhängen kann. Oder wenn man nutzt die Haken hier an der Türe. Ja. Toilette, Waschbecken, viele Ablageflächen. Also man kann nicht meckern. Hier ist sogar ein Papierkorb und auch da ist nochmal Ablageflächen, wenn man doch noch mehr mit hat. Das ist die Badekabine. Und natürlich typisch amerikanisch, bitte die Temperatur testen. Was wir ganz toll finden, ist natürlich dieses schöne breite Bett. Das ist auf den deutschen Schiffen viel schmaler. Das ist ein 1,80er Bett und auf deutschen Schiffen haben wir 1,60er Betten. Das ist sehr schön beim Schlafen. Durch das breite Bett ist der Einstieg hier etwas schmaler, aber es geht. Hier hat man dann die Schrankkapazitäten und natürlich auch den Safe. Ausreichend hier alles, um Hängesachen aufzuhängen. Hier unten kann man dann noch Rucksack oder was auch immer verstauen. Was schön ist, man hat hier auch einen Stecker, um sein Handy zu laden. Man hat hier eine Leselampe oder man hat auch noch eine ganz einfache Lampe, so bevor man ins Bett geht. Dann hat man hier auch wieder eine Couch für die dritte Person zum Übernachten. Und hier sind auch nochmal Schränke, um vielleicht Unterwäsche und Strümpfe und alles Mögliche unterzubringen. Hier nochmal auch wieder, oder auch für die dritte Person, dass sie vielleicht ihre T-Shirts hier mit reintun kann. Was ich ganz toll finde, ist, man hat auch einen Kühlschrank, der gefüllt ist mit Getränken. Wenn man das möchte, kann man sich immer einfach was nehmen und dann muss man das bezahlen, aber es ist ebenfalls ein Kühlschrank und es ist kühl. Und man kann seine eigenen Getränke auch kühlen. Eigene Getränke kannst du da kühlen. Genau, oder Medikamente, die gekühlt werden müssen, wie zum Beispiel für Diabetiker. Dann hat man hier wieder eine Art Schreibtisch mit einem Hocker, der auch wieder so ein Brett hat. Das nimmt man runter, kann man drauf sitzen. Und hier ist der Föhn. Ja, wie bei James Bond, kann man ihn gleich vorziehen. Viele Anschlüsse. Ja, aber nur einen einzigen deutschen Anschluss. Wir haben uns ja in Los Angeles noch amerikanische Anschlüsse gekauft. Und die tun hier natürlich ihren Dienst. Also, wenn ihr mit einem amerikanischen Schiff unterwegs seid, denkt an die amerikanischen Anschlüsse. Aber alternativ nehmen wir immer einen Würfel mit, wo alles Mögliche reinpasst. Die Kabine ist sehr ruhig, man hört hier nichts, keine Motorgeräusche, gar nichts. Ein ganz klein wenig die Klimaanlage, aber das stört überhaupt nicht. Das Schöne ist diesmal, dass wir uns auch eine Balkonkabine genommen haben, wo wir hier wunderschön sitzen können und den Sonnenuntergang sehen.
Durch die Schmalheit der Kabine ist der Balkon ja nicht so groß, aber ausreichend. Vollkommen ausreichend. Ein herrlicher Blick heute. Bei NCL darf man nicht auf dem eigenen Balkon rauchen. Ist strikt verboten. Ich würde wieder mit NCL fahren und die Kabinen sind schön, man hat genug Platz und was will man mehr?